Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, ein kleiner Hinweis für alle Leute, die sehr gerne Holy Energy konsumieren. Und zwar ist es ja seit langer Zeit so, dass viele Sorten ausverkauft sind, aber jetzt übermorgen am Donnerstag um 14 Uhr haben die Jungs und Mädels von Holy einen großen Restock im Lager, sodass sie viele Sorten wieder am Start haben. Es haben schon einige nachgefragt, und zwar kommen jetzt Raspberry Raptor, Citrus Cobra, Strawberry Shark, Fruity Frog und der Piranha zurück in den Shop. Die könnt ihr euch auf jeden Fall dann am Donnerstag sichern. Der hier ist mein persönlicher Favorit hier, Strawberry Shark, aber auch der Piranha, den finde ich auch ziemlich nice. Sind wieder auf Lager, aber in 2 Wochen geht es auch noch weiter. Da sind hier auch noch weitere Sachen hier am Start, die ihr wieder kaufen könnt. Viele Sachen sind nicht mehr gerade im Lager, aber ab morgen geht das Ganze wieder bergauf. Und wenn ihr da ein paar Euros sparen wollt, dann empfehle ich euch da sehr gerne meinen Code DORZA5. Damit spart ihr beim Einkauf an der Kasse 5 Euro. Ansonsten, wenn es sich mehr lohnt, 10% zu sparen auf euren Gesamteinkauf, dann benutzt einfach nur den Code DORZA, dann spart ihr auf euren Gesamteinkauf 10%. Ne? Macht für die Leute Sinn, die mehr als 50 Euro ausgeben, logischerweise, weil ja, das natürlich dann, wenn du 60 Euro ausgibst, 10%, also dir 6 Euro sparst, dann macht der DORZA 5 Code keinen Sinn. Ne? Deswegen probiert es auf jeden Fall aus. Für alle Leute, die es nicht kennen, empfehle ich auch sehr gerne weiterhin den Energy Probierpack hier. Da sind eigentlich sehr viele coole Sorten mit am Start für Neueinsteiger. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich möchte mich ja auf Stufe 700 komplett neu umequippen, ein komplett neues Equipment, alles verbessern, so gut es geht. Ich habe mir schon wirklich sehr lang, jahrelang würde ich jetzt schon fast sagen, die Ressourcen aufgespart und ich könnte wahrscheinlich jetzt schon alles auf plus 20 verbessern. Mache es jetzt aber noch nicht, weil ich halt wirklich auf diesen Moment warten möchte, wo ich dann richtig heftig krassen Damage Boost bekomme. Und das wird sich wahrscheinlich sehr bemerkbar machen, gehe ich mal von aus. Wenn wir alleine mal in den Shop gucken und mal nach einer Waffe blättern hier, dann sehen wir, aha, der Durchschnittsschaden liegt hier schon bei 225. Ja, vielleicht geht der sogar noch hier und da ein bisschen mal höher, 230 haben wir hier, also ihr seht, und das ist, ja, das ist halt enorm krass, wenn ich jetzt noch bedenke, wir haben noch ein paar Level vor uns, wie es dann auf Stufe 700 aussieht, dann könnt ihr euch wirklich denken, was das denn für einen Unterschied macht, so, ne? Alleine, wenn ich jetzt mal austausche hier, die Waffe gegen die Waffe hier, ne? Achten wir mal nicht auf die Intelligenz, sondern einfach nur auf den Schaden hier unten, ja, auf den Durchschnittsschaden. Dann sehen wir, wenn ich die jetzt hier anlegen würde, wäre das schon alleine vom Schaden hier unten besser als meine Legendary Waffe hier. Ne? Natürlich gibt die mir hier deutlich mehr Attribute und so weiter und so fort, ne? Aber alleine vom Schaden her wäre diese stinknormale Waffe hier schon besser. So, und jetzt wollte ich mir mal ausrechnen, wie lange ich dann noch brauche bis Stufe 700. Und ich hatte euch ja mal in der Vergangenheit ein Tool gezeigt, was ich jetzt nochmal aufgreifen möchte, denn da hat sich auch ein bisschen was getan. Und ja, ihr seht ja hier auch an meinen Ressourcen, da ist einiges am Start. Und ich bin da so gehypt drauf, wenn wir Stufe 700 erreichen und dann in den nächsten Legendary Dungeon reingehen, da wird so einer wegeskaliert. Also ich freue mich da schon wirklich sehr drauf. Und so lange wiege ich mich noch in Geduld. Wir haben hier den SF-Simulator. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ich hatte ihn schon mal vorgestellt gehabt. Der kann euch quasi vorrechnen, wie lange ihr noch bis zu einer bestimmten Stufe braucht. Oder andersrum, also quasi die Tage, bis ihr die bestimmte Stufe erreicht. Oder wie viel ihr erreicht in, keine Ahnung, 365 Tagen in ein Jahr quasi, wo dann euer Account steht. Ich verlinke euch das Ganze mal für die Leute, die das interessiert. Jetzt, was neu ist, wenn ihr euer SF-Tools oder wenn ihr SF-Tools nutzt, könnt ihr dort euren Account auch mit diesem SF-Simulator hier verbinden quasi. Und das erspart euch sehr viel Zeit, wo ihr halt eben ja, eure ganzen Daten hier eingeben müsst. Das übernimmt SF-Tools dann für euch. Ne? Ansonsten müsste man jetzt hier zum Beispiel Stufe 657 eingeben, dann die Basis-Stats alles eingeben hier. Das passiert jetzt alles automatisch, wenn ihr
bei SF Tools euren Account eingelesen habt und der gerade aktuell eingelesen worden ist. Ja, und wenn wir das jetzt mal ganz hier machen, dann sehen wir hier, können wir uns die Accounts aussuchen. Dann nehmen wir jetzt mal meinen S31-Account und ihr seht, aha, okay, wir sind hier erfolgreich, haben wir uns hier eingeloggt. Hier ist das Level, hier sind meine Base-Stats, die ich momentan gerade habe. Ne, also das ist auch alles frisch aktualisiert auf SF Tools, deswegen ist das alles hier ganz frisch am Start. Ne? Und jetzt haben wir hier quasi meinen Account. So, hier haben wir die Boni am Start, die ich hier auch natürlich auf meinem Account habe. Ne? Alles ausgerüstet hier, alles aktuell. So, wenn wir weitergehen zum Playstyle, dann sehen wir 320 Alu spiele ich am Tag. Was wir jetzt noch ändern müssen, ist die Priorität, auf was ich gehe beim Questen. Ich gehe ja nicht auf XP, meine Priorität liegt hier auf Gold. Deswegen gehen wir auch auf Gold. Das müssen wir noch auf jeden Fall umstellen, weil das macht sich auch in der Berechnung nachher sehr bemerkbar. Da kann ich euch auch sehr gerne mal den Unterschied zeigen, was so die Prioritäten ausmachen. Ne? So, einen Switch an Prioritäten haben wir auch nicht. Drink Beer one by one mache ich persönlich auch nicht. Also ich trinke immer alles auf einmal so, außer die letzten, das 10. und das 11. Bier, die trinke ich dann natürlich einzeln, weil sich da halt eben auch die Endquest dann nochmal bemerkbar macht. Genau. Und Spin Amount haben wir hier alles, ja, Hours of Guard, also die Stadtwache, sagen wir mal, ja, weiß nicht, 23 Stunden am Tag. Ja, ich weiß nicht, ob ich so effizient bin. Ich würde mal sagen, vielleicht so 20. Ja. So, und dann haben wir hier unsere Berechnung soweit am Start. Und jetzt können wir quasi simulieren. Wenn wir jetzt hier simulieren wollen, können wir halt wie gesagt aussuchen in Tage. Ne? Wir können zum Beispiel gucken, okay, 365 Tage, wo steht dann mein Account? Was wir jetzt aber machen wollen, ist auf das Level simulieren. Ja, und wir wollen jetzt gucken, okay, Stufe 700. Wie lange brauche ich dafür? Und ja, wir starten das Ganze mal. Let's go. Und dann wird das Ganze berechnet. Und das ist halt sehr cool hier aufgelistet alles. Und wenn wir jetzt uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir, aha, bis Stufe 700 brauche ich noch 482 Tage. Also noch deutlich über ein Jahr, bis ich Stufe 700 erreiche. Und das ist natürlich schon ganz schön, also das ist schon ganz schön lange, sag ich mal. Ne? Genau. Was man jetzt hier oben zum Beispiel jetzt noch sieht, sind halt hier die Einkommen des Goldes quasi oder die Basis-Stats, die hier gegained werden. Und dann haben wir hier einmal die XP, die noch, ja, und die einzelnen Unterkategorien, wo, wie, was zustande kommt. Zum Beispiel beim Questen sehen wir hier, dass das hier einen Großteil natürlich ausmacht an Goldeinkommen. Ne? Dann haben wir hier schon direkt ja, die Goldgrube, die ein bisschen mehr über die Hälfte von den Quests, würde ich sagen, ausmacht. Dann haben wir hier die Zeitmaschine, das Glücksrad mit 2K Stats. Ne? Dann haben wir hier den Kalender und die Stadtwache, die auch nochmal ein bisschen was bringt. Die Edelsteinmine, die Items, die man verkauft und halt den Würfelspieler. Und das sind halt eben die Total Stats in der Zeit, die wir jetzt hier erlangt haben, also in den Tagen, bis wir Stufe 700 erreicht haben. Das Ganze ist hier auch nochmal aufgelistet, halt eben mit der XP, worüber was hier generiert wird. Ne? Da sehen wir auch hier, Quest macht einen Großteil aus, Arena ein bisschen was. Dann haben wir hier die tägliche Mission. Das wird auch nochmal, also das, ihr seht, das macht, also ihr seht halt, wie wichtig die tägliche Mission in der Taverne ist. Die gibt eine mittlerweile mehr XP als 320 Alu am Tag. Ja, das ist heftig. Da seht ihr mal, wie wenig XP man nachher später im Late Game bekommt. Man macht einfach durch die Daily Quest mehr XP als durch 320 Alu-Questen jeden Tag. Ne? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. So, dann haben wir hier die Akademie, die noch einen kleinen Teil ausmacht. Dann die Zeitmaschine hier auch, das Glücksrad. Und hier haben wir den Kalender, wo natürlich auch die
Level-Ups mit mit reinzählen, plus halt eben auch die ganzen XP-Sachen, die hier auch mit zukommen. Und ihr seht, das macht eigentlich den meisten Teil aus, so nachher im Late-Game-Bereich. Das ist alleine das Kalender-Level-Up, alle 20 Tage 1,5 Milliarden XP. Da kann hier nichts mitstinken. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, sind die Gildenfights. Ja? Die geben auch recht gute Erfahrung auf jeden Fall. Hier mit 2,3 Milliarden ist das auf jeden Fall auch einiges und das sollte man auch nicht unterschätzen. Deswegen versucht jeden Tag eure 2 Gildenangriffe erfolgreich zu machen, weil das macht auch einiges aus. Ja? So, jetzt machen wir das Ganze mal, jetzt simulieren wir das Ganze mal einfach mit der Priorität, wenn wir jetzt auf XP gehen würden. Also wir merken uns 482 Tage auf Gold. Ja, dann machen wir jetzt mal mit XP, simulieren das Ganze auf Stufe 700 und dann sehen wir, okay, ja, so viel mehr bringt es jetzt auch nicht, 460 Tage, bisschen weniger auf jeden Fall. Und so kann man hier dann halt auch ein bisschen rumspielen, ne? Ein bisschen rumsimulieren. Wir können zum Beispiel jetzt auch jetzt machen hier auf Tage, machen wir jetzt mal 365 Tage, so, ne? Und dann sehen wir hier quasi, okay, was haben wir geschafft nach 365 Tagen, welches Level haben wir hier erreicht nach einem Jahr, wie sind meine Basis-Stats erhöht in der Zwischenzeit oder wo stehen die mittlerweile, ne? Und hier halt eben nochmal das Ganze auch aufgelistet, wo hier was wie verdient worden ist innerhalb dieses Jahres, ne? Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Im Prinzip fand ich es halt ziemlich nützlich, dass man das mit seinen FF-Tools-Account halt verbinden kann und sich die ganze Eintipperei quasi spart hier am Anfang, ne, weil das ja dann doch einiges ist, was man dann hier, ne, aus dem Chart dann auslesen muss. Hier man muss sich die Basis der zusammenrechnen, ne, wie die Goldgrube, ne, alles, man muss halt alles eintragen, damit es halt möglichst genau ist, so sein Playstyle und alles. Ne. Deswegen, wenn ihr damit was anfangen könnt und euch das weiterhilft, ich habe es unten mal verlinkt. Ansonsten, wenn euch soweit das Video hier weitergeholfen hat und gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung, Kommentar dazu freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.